von Peking. Wir stehen vor Hu's Apartment, warten noch auf ihn. Er will uns noch irgendwie für 1-2 Kilometer oder so begleiten. Nächste große Station dann auf jeden Fall auch die chinesische Mauer. War auf jeden Fall eine ziemlich witzige Zeit hier in Peking. 4 Nächte haben wir hier geschlafen, ein paar witzige Aktionen gemacht. Ja, gestern mit dem Auto und ja, auf jeden Fall ja, sehr, sehr nette Bursche, hatten echt viel Spaß mit ihm gehabt. Absolut, ja, super. Wir sind jetzt aus der Stadt rausgefahren und ja, nördlich von Peking verläuft eine weitere Gebirgskette, die wir jetzt überqueren müssen. Und in dieser Gebirgskette befindet sich halt auch ein Teil der chinesischen Mauer. Und vielleicht werden wir die heute sogar noch zu sehen bekommen. Wir sehen die Mauer heute nicht nur, wir fahren sogar einmal durch ein Tor hindurch. Wow. Tja, was den Mongolen damals nicht gelingt uns. Wir überqueren die chinesische Mauer. Guten Morgen. Man sieht hier schon die ersten Reisebusse langfahren. Hier haben wir gestern gezeltet. Ziemlich nah. Ja, es war schon dunkel nachher auch. Und ja, naja, war im Endeffekt ganz okay. Es war ein bisschen laut. Heute Morgen wieder 2 Busse. Heute Morgen 3 Busse. Heute Morgen um 4. Heute Morgen um 4 fing auf einmal das an mit den LKWs und dann, weiß nicht, um 6 wurden die LKWs langsam von den Bussen abgelöst. Wirklich ein Bus nach dem anderen. Zur chinesischen Mauer halt natürlich. Mal gucken, was uns da gleich erwartet. Es sind ungefähr so 10 Kilometer, glaube ich, oder 7 Kilometer. Okay, und Akku war leer. Also, ja, heute ist Sonntag. Das kommt dazu. Das ist nicht so clever, aber ja, lässt sich jetzt nicht ändern. Wir können das nicht immer perfekt planen irgendwie, sondern ja, kommt halt wie es kommt. Das heißt heute Sonntag am meistbesuchtesten Ort an der chinesischen Mauer. Mal gucken. Aber vielleicht haben wir vorher Glück und finden ein ruhigeres Plätzchen. Mal sehen. Fakten. Also, Gesamtlänge 21.196,18 Kilometer. Was? Chinesische Mauer erstreckt sich über 43.000 Einzelobjekte und Standorte. Ah ja, Bau ab dem 7. Jahrhundert vor Christus. Wow, okay. Ab dem 7. Jahrhundert, das heißt 2700 Jahre, ne? Ja. Boah, das ist aber echt krass. Ja. Vor 2700 Jahren? Krass, ja. Ich meine, das ist vor Persepolis, vor Petra, vor den Pyramiden, vor so gut wie allem. Vor dem Römischen Reich, vor Alexander dem Großen. Das war alles vor 2.000 bis 2.500 Jahren. Das fängt vor 2700 Jahren an. Ja, krass. Und wie lange haben Sie gebraucht? Oder sie wurde halt immer weiter erweitert. Guck mal, im 17. Jahrhundert wurde auch noch quasi, im 17. Jahrhundert wurde die letzte Erweiterung gemacht. Also im 17. Jahrhundert wurde dieser Abschnitt gebaut. Die Hauptmauer im Norden von Peking. Da wo wir jetzt sind. Das war im 17. Jahrhundert, also vor 300, 400 Jahren ungefähr. Und man sagt ja immer, die chinesische Mauer ist aus dem Weltall sichtbar. Das stimmt aber nicht. Die ist viel zu schmal. Guckt euch das doch mal an. Die ist 5 Meter oder sowas breit.
Wie soll man das aus dem Weltall sehen? Die ist halt super lang, okay. Aber sie ist halt super schmal. Das sieht man von da oben nicht. Auf jeden Fall echt den richtigen Platz gewählt. Also ich glaube irgendwie 3 oder 4 Kilometer weiter ist halt das Badaling, wo halt die meisten Leute sind. Und ich glaube der Abschnitt da hinten ist halt ein bisschen flacher. Da sind nicht so viele Stufen wie hier sind. Das war jetzt schon ganz schön anstrengend hier hoch zu krabbeln. Aber ja, dadurch sind hier halt echt weniger Leute. Und Echt schön. Also hier sind echt kaum Leute, also keine Ahnung, 20, 30, 40 Leute oder so, was die wir jetzt getroffen haben. Ist echt nichts. Ist perfekt, echt genial. Bin richtig Schön. glücklich, echt cool. Wir haben gesehen, was wir sehen wollten und in ein paar Tagen, so irgendwie in 200 Kilometern oder so, werden wir dann nochmal sehr dicht an die Mauer rankommen. Und da wird dann wahrscheinlich ein nicht renoviertes Stückchen sein. Also da wird man sie quasi nochmal sehen, wie sie jetzt quasi ja, ohne Restaurationsarbeiten aussehen würde oder halt aussieht. Okay, Gemüse auf der Straße Teil 2. Kartoffeln gefunden. Die lagen hier in der Tüte und naja, die Hälfte war nicht gut, die haben wir jetzt aussortiert. Aber die andere Hälfte war gut, die nehmen wir jetzt mit. Abendessen, check. Kann man das sehen? Ne, ich glaube nicht. Naja, wir haben auf der Karte eine witzige Entdeckung gemacht. Hometown USA, in Klammern Jackson Hole. Und durch diese Stadt führt die Route 66. Und wir haben kurz gegoogelt. Und tatsächlich haben die Chinesen hier eine Stadt aus Wyoming nachgebaut. Jackson Hole, Wyoming, in den USA. Gibt es auch in China. Und ja, noch weiß ich nicht, 10 Kilometer oder sowas. Dann sind wir da, ist ein kleiner Umweg. Aber den gönnen wir uns. Um Jackson Hole, China zu sehen. Das ist geil. Ah ja, Route 66. Oh nein. Wie verrückt. Und fehlen darf natürlich auch nicht Beverly Hills. Welcome to Beverly Hills. Ich habe jetzt gedacht, dass wir so schnell da sind. Wird gerade viel gebaut in Beverly Hills. Verrückt. Einfach nur verrückt. Can I take a picture with you? Picture? 照相是吧？ Aha. 哎， Yes, Melonen. Boah, die sehen gut aus. Sind groß, ne? Was sagt der Mango-Experte?
Ja, nicht so geschmacksintensiv. Total lecker. Jo, Ja. sieht gut aus. Der eindeutige Gewinner. Mhm. Absolut. Die ist sehr gut. Das hier ist eine kurze Werbeunterbrechung für den Sponsor dieses Videos, NordVPN. Ein VPN ist eine Software, die es dir ermöglicht, auf deinem Smartphone oder auf deinem Computer sicher und anonym zu surfen. Mit einem VPN hast du die Möglichkeit, auf gesperrte Inhalte zuzugreifen. Das ist zum Beispiel bei Netflix ganz interessant, denn da kannst du als Herkunftsland dann zum Beispiel die USA angeben und somit alle Serien und Filme schauen, die auf Netflix in den USA verfügbar sind und ja, in Deutschland zum Beispiel nicht auf Netflix verfügbar sind. Des Weiteren bietet dir ein VPN zum Beispiel auch Schutz vor Hackerangriffen. Ja, mit einem VPN wird dein kompletter Internet-Traffic quasi anonymisiert und ein Hacker hat keine Chance, deine Daten einzusehen, egal wie sehr er sich auch anstrengt. Und wenn du jetzt den Promocode rausgefahren verwendest, bekommst du sogar noch einen Rabatt und kannst gleichzeitig unseren YouTube-Kanal unterstützen. Vielen Dank dafür und jetzt zurück zum Video. Viel Spaß! Guten Morgen. So, hier haben wir gestern unser Zelt aufgestellt. Ja, ganz gut geschlafen, war eine ganz gute Nacht. Bisschen heiß war es gestern Abend. Es wird echt jetzt wärmer langsam. Der Sommer kommt auf jeden Fall. Es ist jetzt Ende Juni. Ja, und wir sind im Norden von China, also noch ein paar 100 Kilometer entfernt, aber langsam kommt die Gobi-Wüste auf uns zu. Und da wird es auf jeden Fall ziemlich heiß werden. Auch jetzt scheint die Sonne schon wieder, ja, ihr seht, freier Oberkörper. Aber es ist sehr schön, ist sehr angenehm. Tolle Landschaften hier jetzt im Norden von Peking. Gestern echt richtig schön durch den Wald gefahren und so, war super. Richtig schön auch, ja, nicht mehr so stark besiedelt, muss ich sagen. Also wir nähern uns quasi den menschenleereren Gegenden in der inneren Mongolei. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Zhangjiakou. Das ist die nächste größere Stadt hinter Peking. Das sind ja noch ungefähr 70 Kilometer, also ungefähr, ich glaube 200 Kilometer, gute 200 Kilometer von Peking entfernt. Und 2022 finden die Olympischen Winterspiele in Peking statt. Aber ein Großteil der Wettkämpfe wird in und um Zhangjiakou stattfinden. Und dementsprechend wird auch hier jetzt schon, obwohl es noch 70 Kilometer bis dahin sind, überall gebaut. Gestern auch schon, überall Baustellen und überall Bagger und Zementmischmaschinen und Kräne und alles Mögliche. Es ist heute super duper heiß, oder ja, als letzte Tage, wenn der Himmel blau ist
und die Sonne knallt, ist echt heiß. Jetzt ist irgendwie 11 Uhr und der Thermometer zeigt 36 Grad. Und dazu kommen die ganzen LKWs, voll viel Staub. Echt, man schwitzt und dann klebt der Staub perfekt überall. Ich glaube, wir sind heute Abend schwarz. Hey. Vorher nach. Sieht ganz gut aus. Gerade ja, bei einer Tankstelle haben die Waschräume einmal ausgenutzt und uns ausgiebig sauber gemacht. Pfoten auch. Ja, das tat gut. Ja. Das machen wir morgen wieder. Ja. Absolut. Es ist so staubig hier überall. Mal gucken. Ja, es ist schon dunkel oder wird langsam dunkel. Wir waren irgendwie allerdings am Sportplatz und haben schon unser Zelt aufgebaut, wollten gerade anfangen zu kochen und dann kam irgendwie der Platzwärter oder sowas. Und wir haben lange hin und her irgendwie geredet mit Google Translator. Und im Endeffekt meinten sie irgendwie, wir können jetzt da nicht bleiben. Wir müssen jetzt zu denen nach Hause. Und da fahren wir jetzt hin. Sind, glaube ich, auch schon da. Wow. Shishi. Wow. Oh, wow. 在这里休息，明白不？ Sleeping. 对对对对，好，那边下雨，要下雨了。 Ah, because raining. Yes. 对，谢谢。很好。哦，这边都费劲。 Chongwei, 嗯， Chonggu, 漳浦大道，漳浦大道， Kunming, Chengdu, 成都， Xi'an, 哦， Beijing, 嗯， Mongol. 蒙古，明白明白。 Das war richtig cool. Richtig freundliche Menschen. Wir haben gestern Abend noch was Leckeres zu essen bekommen. Ein bisschen Gemüse aus dem Garten. Wird noch Reis für uns gekocht und wir haben noch unsere Kartoffeln und unseren Tofu angebraten. Das war super. Und der Enkel von den beiden Alten, der konnte dann auch irgendwie mit seinem Telefon quasi ein bisschen übersetzen, sodass wir uns auch ein bisschen verständigen konnten. Das war ganz cool, weil vorher hatten quasi nur wir das Telefon und nur wir konnten quasi auf Chinesisch übersetzen, aber sie konnten quasi ja, nicht direkt antworten, deswegen wir mussten mehr so Ja-Nein-Fragen stellen gestern Abend auf dem Sportplatz. Aber ja, im Endeffekt hat es alles geklappt und war echt sehr, sehr nett. Habe ich doch noch meinen Drohnenshot von der chinesischen Mauer bekommen. Weil, ja, das ist die chinesische Mauer. Wir sitzen gerade quasi drauf. Die ja, nicht restaurierte Version, würde ich mal sagen. Man sieht da hinten noch 1, 2 Wachtürme. Um den bin ich jetzt auch eben gerade rumgeflogen.
Und sonst sieht man halt ja so ein ganz bisschen irgendwie den Verlauf halt auf dieser Bergspitze. Aber ja, sehr viel mehr sieht man eigentlich nicht. Also ja, die 1, 2 Türme. Ja, vielleicht da hinten ist auch noch irgendwie was. Aber ja, richtig viel sieht man nicht mehr. Aber hier ist halt irgendwie noch ja so eine Art Berg, so ein Wall, das sieht man schon. Ja, wow, krasser Ausblick. Echt ziemlich schön hier. Ziemlich schöne Strecke. Cool, dass wir die genommen haben. Hat uns unser Host heute Morgen noch von abgeraten, die Straße sei so schlecht und man kann da überhaupt nicht Fahrrad fahren und so weiter. Ja, sie ist vielleicht nicht so gut, aber ich meine, das hier ist die Belohnung. Das ist schon ziemlich in Ordnung, muss ich sagen. Weiter geht's. Wir fahren jetzt ja, entlang der chinesischen Mauer, das hier links, wo die Bäume jetzt wachsen. Das war damals die Mauer. Man sieht auch noch so ein paar Steine da rumliegen, keine Ahnung, ob die noch von damals kommen oder... Bitte. Eine extra Runde. Einhändig filmen. Und bergauf fahren ist nicht so leicht. Zieh! Boah, so krass, wie sich die Landschaften jetzt gerade verändert haben. Ist hier den Berg irgendwie hochgefahren auf einmal. Oder naja, den ganzen Tag schon irgendwie so diese grünen Berge so ein bisschen gesehen, aber jetzt sind wir halt irgendwie so oben fast angekommen. Und hier ist jetzt so ein kleines Dorf. Boah, da vorne steht natürlich sogar eine Jurte. Also, boah, man fühlt sich echt doch irgendwie an einem komplett anderen Ort. Und trotzdem hat die Frau mich da eben noch auf Chinesisch begrüßt. Aber jetzt merkt man, glaube ich, langsam, dass wir uns doch erst jetzt der inneren Mongolei in China quasi nähern. Ich glaube, da kommen wir morgen an. Das sind noch irgendwie so knapp 100 Kilometer. Und dann Mongolei. Das sind noch ungefähr 500 Kilometer, glaube ich. Hier ist die Jurte. Wow, Hammer. Und hier ist jetzt ein kleines Dorf. Da vorne ist ein Hund. Hallo. Wow. Ziemlich nice. Ni hao. Wir sind wieder so weit in den Norden gekommen, dass es wieder Kamele gibt. Ha. Hallo! Kamele sind super. Die Landschaften haben sich so geändert. Es ist flach, ein bisschen Wald rechts und links und die Straße ist so gerade und geht bis so weit. Man hat das Gefühl, dass man jetzt schon in Russland ist. Aber die Straße ist gut und viel breiter, als man sonst gewöhnt ist. Aber sonst, landschaftlich könnte es echt irgendwo so in der Wolga oder so da irgendwie sein. Sieht echt schön aus, weil es jetzt auf einmal so anders ist als die letzten Monate und ja, die Augen freut sich auf was Neues.
Mittagspause. Gibt schon ziemlich was anderes als normalerweise. Ja, auf jeden Fall haben sie von vorne an gesagt, dass sie hier keinen Reis und keine Nudeln haben. Und Gemüse haben wir auch den Kühlschrank inspiziert, war echt irgendwelche Köpfe da von, weiß ich nicht, welche Tieren da. Auf jeden Fall ein bisschen Gemüse haben wir gefunden. Gurke, Aubergine, Tomate und Tofu. So ein Eintopfmäßig und dazu gibt es noch sehr gutes Brot, so ein gedämpfte Brote. Ein kleines Dorf hier. Ein paar Häuser scheinen auch bewohnt zu sein. Aber der Großteil ist einfach komplett zerfallen. Das ist jetzt wahrscheinlich die letzte Generation, die hier lebt. Die jungen Leute sind schon alle weggezogen in die große Stadt. In ein paar Jahren ist es dann wahrscheinlich komplett verfallen und niemand wohnt mehr hier. Mittlerweile in der inneren Mongolei angekommen. Wir haben heute 110 Kilometer gemacht. Sehr gut. Wir hatten ja so Rückenwind, Seitenwind, manchmal ein bisschen von vorne, aber im Großen und Ganzen eigentlich ja ziemlich guter Wind. Daher hat es gepasst. Jetzt suchen wir uns einen Zeltplatz. Freie Wahl. Vorne auf dem Restaurant sieht man jetzt das erste Mal mongolische Schrift. Also rechts Chinesisch, das kennen wir ja schon, und links halt auch Mongolisch. Sieht echt ziemlich interessant aus, die Schrift. Sieht man es hier noch irgendwo? Ne, da ist auch überall Chinesisch. Doch, überall oben ist es. Ach, oben, ah ja, oben ist überall, stimmt. Ah, oben ist überall Mongolisch, aber genau. Ich bin mir nicht sicher, ob das Mongolisch ist oder irgendwie so eine lokale Sprache hier, weil ich glaube, Mongolisch wird auf Kyrillisch geschrieben, eigentlich, so wie ich das kenne. Aber ja, jetzt irgendwie, aber ich glaube, ursprünglich ist es halt so, ursprünglich. So, oder? Ja, vielleicht das ist und das hier ist vielleicht halt ursprünglich, weil die hier in China haben die halt wirklich nicht viel mit Russland zu tun irgendwie. So, aber Mongolei selber, die haben halt vielleicht schon Beziehungen zu Russland und deswegen haben die irgendwann gesagt, dass sie jetzt Kyrillisch verwenden. Aber ich glaube auch auf der Fahne von der Mongolei, da ist auch diese Schrift, glaube ich. Ich meine schon, das ist doch diese blau-rote... Ja, blau-rot und weiße Burg oder weiße... Ja, da ist doch... Irgend so eine Schrift ist da, glaube ich, auch drauf. Krasse Landschaften hier, echt. Weit und breit, kaum was zu sehen. Ein paar Häuser noch da vorne, aber sonst nur geile Landschaften. Super krass, wie weit man gucken kann. So, wir haben schon mal ein bisschen Holz gesammelt für heute Abend. Gestern mussten wir mit Benzin kochen, weil wir kein Holz gefunden haben. Und jetzt haben wir ein bisschen vorgesorgt. Hier am Straßenrand lag ein bisschen was rum. Damit können wir dann nachher hier ist er, unseren Hobostove mit anfeuern und Abendessen kochen.
So, ich verfeuere hier jetzt gerade die Reste von Olgas Hut und koche damit das Wasser. Und du bist fleißig. Ich bin fleißig an Malen. Noch eine Postkarte aus China wurde bestellt. Und wir sind jetzt morgen irgendwie in einer Stadt, wo wir das vielleicht noch verschicken können. Und danach ist nicht mehr. Deswegen, ja, muss die heute gemalt werden. Sehr authentisch hier aus dem Zelt heraus. Ich glaube, ja, derjenige weiß, wer sie jetzt bestellt hat. Heute ist der, oder nee, sie wurde am 26.06. bestellt, gestern. Heute ist der 27. Ja, hier malen wir deine Postkarte. Olga malt sie und ich schreibe sie morgen und dann verschicken wir sie. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wir sind jetzt fast in der Stadt Saihan-Tala angekommen. Wir sind ja, noch ein paar Kilometer entfernt, irgendwie 1-2 Kilometer oder so. Ihr seht, wir sind schon auf der großen Hauptstraße wieder. 50 Kilometer heute gemacht, eigentlich komplett gegen den Wind. War ziemlich anstrengend. Aber jetzt haben wir es geschafft. Hier müssen wir jetzt ein bisschen einkaufen, wieder ein paar Vorräte aufstocken für heute und morgen quasi. Und ja, und übermorgen eigentlich auch ein bisschen. Genau, übermorgen wollen wir an der Grenze ankommen, ne? Oder müssen wir. Übermorgen ist der letzte Tag auf unserem Visum. Genau, deswegen, ich glaube, das ist hier jetzt vielleicht die letzte Stadt vor Ehrenhut, auf jeden Fall die letzte größere. Vielleicht gibt es noch ein paar kleinere Städte oder Dörfer auf dem Weg. Genau, und Ehrenhut ist die Grenzstadt. Boah, es ist super windig! Und der Wind kommt genau von vorne. Mal versuchen noch 20 Kilometer zu fahren, das wäre ganz gut. Dann sind es morgen 40 Kilometer bis Ehrenhut. Dann kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Geschafft! Gut 50 Kilometer gemacht gegen den Wind. Hier ist unser Campingspot. Jetzt wird ausgeruht und morgen die letzte Etappe.